Diese Samen werden wir jetzt einpflanzen. Und da gibt es einen Trick. Und besser wie im Supermarkt zu kaufen. Hey, kauft keine Samen im Supermarkt. Wenn ihr irgendwann mal nach Deutschland kommt und das Bedürfnis habt, Tomaten anzupflanzen, dann gebe ich euch jetzt die besten Tipps dazu. Und zwar hat mir die liebe Petra hier Tomaten zugesandt. Petra kommt aus Berlin und bei den Tomaten ist es so, dass man, wenn ihr eine Tomate esst, habt ihr auch die Samen dabei. Und wenn ihr eine Tomate pflanzen wollt, dann ist es am besten, wenn ihr eine Tomate nehmt, die in der Region gewachsen ist. Weil jede Region hier in Deutschland hat verschiedene Klimabedingungen. Es ist jetzt nicht so krass wie in Südamerika oder Australien oder sowas. Aber in Hamburg zum Beispiel regnet es mehr wie in Süddeutschland, in Bayern unten. Und im Winter wird es in Bayern auf den Bergen natürlich kälter sein wie unten in Süddeutschland oder auch hier in Berlin. Jede Ostfriesland hat auch wiederum viel mehr Luftfeuchtigkeit und so etc. Im Endeffekt geht es darum, dass wenn ihr Tomaten anpflanzt, am besten ihr Tomatensamen aus der Region nehmt, weil die Tomatenpflanzen kennen dann die Region und wissen dann, okay, ja, hier bin ich gewohnt, hier bin ich zu Hause. Ich meine, jeder Mensch fühlt sich ja auch zu Hause am besten, deswegen ist es bei Pflanzen nicht anders. Und Pflanzen aus der Region, Tomatenpflanzen aus der Region, wachsen halt viel, viel besser, wie jetzt, wenn ich Tomatenpflanzensamen aus dem Supermarkt kaufe, die irgendwo aus Italien kommen oder was weiß ich, oder aus China vielleicht sogar. Ja, im Endeffekt hat mir die Petra bei eBay Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen ist ein richtig cooles Portal, da kannst du, wenn du irgendwas brauchst vom Nachbar oder aus der Region, kannst du darüber alles Mögliche finden. Und die liebe Petra hat mir jetzt diese Tomatensamen gegeben und sie hat es mir sogar so süß hingerichtet. Schaut mal, da ist sogar, hat sie hier aus dem Internet ausgedruckt und so und hat da die Samen hinten dran gebappt. Das sind jetzt die Tomatensamen. Genau, und diese Tomatensamen, meine lieben Freunde, aus Hongkong, aus China und aus Macau und aus Deutschland bestimmt auch schon. Diese Samen werden wir jetzt einpflanzen. Und da gibt es einen Trick. Und zwar legt man die Tomatensamen erstmal in Kamillentee ein für 24 Stunden. Kommt mal mit. Hast du den wieder draufgelegt oder so? Ich weiß nicht. Man legt die ein in Kamillentee für 24 Stunden. Also einen Tag ungefähr, bevor man die einpflanzt. Und morgen pflanze ich die dann ein. Die saugen sich dann schon mal voll mit Wasser, weißt du, Chicho. Und wenn die sich vollgesaugt haben, mit Wasser, dann keimen die besser. Schaut mal, da wächst schon was. Da wachsen schon, das sind schon andere Tomärtchen. Das sind jetzt hier Tomaten sogar aus meinem Garten. Ich habe aber nur 2 Sorten kultiviert. Genau, und die wachsen hier schon fleißig. Und da, ey, ich sage euch ganz ehrlich, wisst ihr, wie ich die Tomatenpflanzen zum Wachsen gebracht habe? Ich habe vor 3 Wochen, habe ich da noch eine Tomate gefunden. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh fuck, ich habe vergessen, die Tomatensamen aufzuheben von den Tomatenpflanzen, die wir draußen haben. Finde ich noch so, bevor wir die Tomaten alle komplett klein gemacht haben, weil die halt über den Winter kaputt gegangen sind, habe ich da noch Tomaten gefunden. Die waren den ganzen Winter, waren die da. Und da habe ich 2 Stück genommen, die 2 letzten, wo ich gefunden habe, habe die klein gemacht und habe die hier drauf gesiebt. Die waren den ganzen Winter draußen. Und guck mal, da kommen sie jetzt schon. Die waren schon verschimmelt. Schaut mal, Freunde, was haben wir hier? Hier haben wir Maca. Ihr kennt das doch bestimmt. Das kommt doch aus eurem Eck. Das ist doch von euch irgendwo da. In Asien oder sowas kommt das doch her. Oder von Südamerika. Maca ist sehr, sehr teuer, die Pflanze. Also das Pulver und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, mach's selber. Mach's einfach selber.
Und zwar, das ist die Ashwagandha. Riecht wie Pferdemist, die Pflanze, aber die Wurzel davon ist richtig geil. Wenn man diese Wurzel in Wein einlegt, boah, das ist ein Geschmack, der ist nicht zu beschreiben. Die Pflanze ist auch echt toll und man kann dafür mit viel machen. Es ist traditionell chinesische Medizin. Man kann Tee machen, Wein oder auch einfach so ein bisschen davon essen. Es ist, glaube ich, was nicht schlecht ist. Und was nicht schlecht ist, ist ja eigentlich gut, oder? Genau. Also, das ist Ashwagandha. Und jetzt, Leute, passt auf, die hat ja geblüht hier. Und hier sieht man noch, nach der Blüte kommen hier so Beeren. Und diese Beeren hier ist so eine Beere von Ashwagandha. Diese Beeren, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Diese kleinen Beeren, wenn man die aufmacht, da drin sind Samen. Und diese Samen habe ich hier eingepflanzt. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die Samen kommen werden. Ob da auch wieder neue Pflanzen draus wachsen. Weil es ist echt einer meiner Lieblingspflanzen hier und ist auch bekannt. Ashwagandha, kennt ihr bestimmt. Jeder, der selber Tomaten anpflanzt, hat die Samen zu Hause und schickt sie euch gerne. Und für einen Apfel und ein Ei, sagt man in Deutschland, also für fast kein Geld. Das ist günstig. Ist besser wie im Supermarkt zu kaufen. Hey, kauft keine Samen im Supermarkt. Kauft sie von Bauern, von Leuten, die die Pflanze kultiviert haben, die die Pflanze lieben und euch gerne die Pflanze Samen geben. 記得訂閱啊，千祈唔好錯過每一個星期更新嘅精彩內容啊！